Haben wir da Games Talk? Da. General Chat. Wo wären das? In welcher Kategorie? Unter General Chat. Unter der Lobby direkt. Ja. Ach so. Den habe ich stumm gemacht, deswegen ist er für mich grau. Alles klar. Da wird letzte Tage eigentlich relativ viel reingeschrieben. Ist interessant. So, den da hier. Ah. Guckst du an. Xbox. Ah, offizieller Chat. Offizieller ist auch ein richtiger Stream. Hey. Und ja, der ist laut. Und zu einer 90-minütigen Show. Ja. Wir kriegen einen Livestream, während die anderen sich ein Video anschauen müssen. Yeah. Danke, Melli, fürs Teilen. Dankeschön. Gern geschehen, gern geschehen. Flugsimulator Duisburg. Ja. Bro, Flugsimulator Ruhrgebiet hat doch was. Definitiv. Komm, zeig Gelsenkirchen. Ja, erstmal schön ins Stadion reinfliegen, ne? Natürlich. Ja, aber der Flugsimulator hat ja echt schon was, ne? Der ist zum einen sauschön und sehr akkurat von den Landschaften. Und zum anderen frisst er die PC-Leistung. Oh ja. Nordsee. Kann ich mir vorstellen. Ist die Nordsee bei Nordkorea? Hat er nicht gebracht. Ey, mein Monitor ist an! Ja! Das scheiß Gerät hat 10 Minuten gebraucht oder so. Uff. Wupp. Ein Wunder. Ah. Erinnert mich an meinen alten Röhrenfernseher, den ich damals hatte hier. Weiß nicht, war der Herr Michiru schon mal da, als ich ihn noch hatte? Ich glaube nämlich. Röhrenfernseher, ich glaube nicht. Das war so ein richtig alter, rotziger Sony, so ein richtiges Oschen-Ding von dem Röhrenfernseher. Da haben wir den gestartet gehabt, damit das angeht. Glatze! Oh, Glatze! Eierkopf. Der wollte, hat immer 5 bis 10 Minuten gebraucht zum Laden des Bilds. Nett. Ja, das war übel. Der ist 7 Minuten zu früh. Naja, die Pre-Show, ne? Oh. Wenn du Untertitel anmachst, sind die tatsächlich auch in Deutsch. Untertitel? Oh, ja. For the team were there greeting them Tatsache. as they were waiting. I made so many friends from that event. Even to this day, I stay connected with fans around the world that I've met at FanFest. Auch ein schönes Gi an And on dich. behalf of all of us at Team Hi. Xbox, we truly Hi. treasure these memories, and we miss being there in person. That's a highlight of Und the year hallo. for us. is to get out and be Hallo, with our fans hallöle. in person. We know fans in Germany, across Europe, and from around the world would travel Team to K be auch. there with us at Gamescom. Den Ken muss nicht irgendwo And we leveln will in be Unite. back with you in the future. But we still want to take a moment to celebrate Unite? the Xbox gaming community and Ich the hab meine Idee games ist that abgeschlossen. continue Ich auch. to Kein Ranked. Kein Ranked. When you meet people face to face and you hear Kann man their froh real sein, ey. stories, Ich you mag begin sein to T-Shirt. understand World's most the power powerful of mini social fridge. connection. Das ist so geil, dass sie daraus aus dem Meme was gemacht haben. Nicht nur das, die haben ja tatsächlich dann auch einen Kühlschrank gemacht. Ja, aber der ist klein. Der ist so klein, da passen gerade mal Dosen rein. Ah, ist ja ein Mini-Fridge halt. Ich hab die mal gefragt gehabt, ob die nicht mal vorhaben, einen richtig großen Kühlschrank davon zu machen. Da sagen sie haben keine Pläne dafür. Bin ich traurig. Ich glaube, das ist dann nur was man selber macht. So hobbytechnisch. Aber warum so einen großen Kühlschrank von Xbox mit einer eingebauten Xbox hätte doch was? Ich erinnere mich gerade an die Skyrim-Parodie, dass man das über Alexa spielen kann und solche Sachen. Das ist doch Realität geworden, oder nicht? Ich glaube schon. Immerhin wird dann die Xbox gut gekühlt, ne? Oh. True. Mit Wasserkühlung, ne? We're still connected through our memories and our passion for games.
On behalf of everyone at Team Xbox, to all of the Gamescom gaming community and fans, thank you for the memories. Thank you for joining us here at 2021 Xbox Gamescom. Bin gespannt, wie es diesmal wird. Die Gamescom Weil letztes Jahr Gamescom war ja auch Sie ist digital. mehr als nur ein Sommerurlaub, mehr als nur ein Ausflug. Es ist der Ort, an dem alle Gamer zusammen Gute Frage. Ja, die deutschen ihre Fans. Passion auszuleben. Ich liebe an der Gamescom, dass ich dort die Möglichkeit habe, mich mit anderen Community-Members zu treffen, die ich vielleicht Thorsten nur sagt mir was. von den sozialen Netzwerken kenne, aber natürlich auch Freundschaften zu Schaut mir pflegen, auch irgendwie die bekannt sich über aus. die Jahre aufgebaut haben. Da steht und Xbox man auch Senior relativ irgendwas. wenig Gelegenheit, sich auf einer persönlichen Hat ein hohes Basis Tier zu bei treffen. Dach. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Spiele vorgestellt werden und dass man natürlich neue Produkte zu sehen bekommt und die vielen Merchandising-Stände. Wozu braucht man deutsche Untertitel, wenn er Deutsch redet? Mit Gamescom verbinde ich ganz stark Community. Ganz einfach, weil bei meiner ersten Gamescom 2014 Guck mal, da ist so ein Rezo. habe ich so meine eigene Community so ein bisschen gefunden. Blaue Haare. Genau, weil ich Roten immer Bart. herausgefunden habe, dass es Leute gibt, die Boah, genauso Alter. verrückt sind wie ich und auch in ihrer Freizeit Kostüme bauen, ausspielen und ausfilmen und alle möglichen. Menschen Ja, färben dann da das habe ich komplette einfach, Programm. Einige meiner besten Freunde tatsächlich kennengelernt, Das hätte die wenigstens ich immer noch was. sehr wertschätze. Hm. Hallo, mein Name ist Paulina. Ich cosplaye eine Odyssey aus Halo und ich liebe die Gamescom, weil ich sehr viel Zeit mit meinen Gamertag, Freunden Amparos verbringen kann, Stuff. weil ich Okay. beim Xbox-Stand sehr viel Zeit verbringe Das ist und kein es liebe, Ampharos. mit den Menschen zu interagieren, die die gleichen Nee, kein Gaming-Interessen Ampharos. haben wie ich. Mein Lieblingsmoment war auf der Gamescom Dafür ist sie nicht blond 2018, genug. als wir mit unserer Halo-Gruppe Oh. auf der Bühne standen und einfach Maybe it's zusammen die Maybelline. Fans anschauen Maybe konnten. it's Ich hoffe, Ampharos. dass wir das nochmal machen können. Apropos Pokémon, ich habe heute zum ersten Mal in diesem Jahr Schwert und Schild angemacht. Und was ich an der Gamescom so toll finde, ja. und liebe, ist, dass Das Spiel sie ist so wirklich kackenhell. zentral in Deutschland, in Köln liegt. Ich feier sein Und Gamertag. dass sie alles Wie heißt er? verbindet, was Schnittgemüse. Gaming ausmacht. Ich feier das. Videospiele, Das Geiler ist voll Typ. geil. Streaming, das direkte Aufeinandertreffen der Entwickler mit den Fans, die auch Rede und Du Antwort findest stehen. also All Pokémon das macht diese hell? Gamescom wirklich einzigartig. Die Spiele sind super, super Die hell. schönsten Erinnerungen für mich an die Gamescom Ich bin heute rausgegangen aus dem Haus mit den Hunden am Morgen und es war draußen grell. Mir haben die Augen geschmerzt vor Helligkeit. Ich hoffe, dass ich das in dem nächsten Jahr mal wieder erleben Komm kann. rein, Das fehlt mir hab wirklich mich dran sehr und gewöhnt, ich mach hab dafür drauf. Schwert und Schild Hey an. Leute, was die Meine Gamescom Augen brennen wieder, weil es bedeutet, noch heller wollt ist. ihr wissen? Also ich muss sagen, die Gamescom ist für mich schon immer eine riesige Gaming-Community gewesen, wo auch die Xbox-Fans Zorn. als große Familie zusammenkommen, sich in die Arme nehmen, Freundschaften Er spielt Gears of War, schließen kein und einfach Wunder. gemeinsam Videospiele aus der Der ganzen Rage hart Welt rum. feiern. Die Gamescom bedeutet für mich auf jeden Fall. Ey, so eine nichts Art gegen Gears. Familientreffen. Und Gears rage man Es sind nicht. einfach so viele Classics. Sicher, die Shooter Rage, alle Mann. Bock auf neue Games haben, generell ja, dem Gaming unterliegen sind quasi. Oh, das ist Und tot. dass man die ganzen Leute trifft, die Spiele betesten kann. Hm. Die Community, die man eventuell so kennt. Ein Riesentreffen von Gleichgesinnten. Was erhoffen wir uns eigentlich von der Alle Bock Xbox-Präsentation auf das so? Das ist für mich Gamescom. Hey, Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die Gamescom ist persönlich Ja, ich bin da komplett komplett, offen rein. ja, Ich komplett war offen. 2012 das erste Mal da. Erwarte Und was soll ich nichts. sagen? Ich bin seitdem und ein Dauergast hoffe, überrascht zu geworden. werden. Ich nehme jedes Jahr Urlaub. Keine weil es einfach megamäßig Spaß macht, dahin zu Erwartungen in fahren. Richtung Elder Scrolls Freunde 6. Mit Bekannten oder generell neue Leute, die du da kennenlernst. Es macht mega Spaß. Es Ich ist immer nicht. ein Erlebnis. Jetzt hast du was Hey angestellt. troopers, it's Ray from the 4th European, and I'm here to tell you why I love Gamescom. Oder eventuell, wie ist das nochmal, das eine Spiel? Like the brand new Xbox, or the upcoming video game Das releases Spiel like the mit new dem Halo. Typ? Oder Or was? if you're out Was meinst du? Nein, Welches mit meinst du? mit der Elfe da. You're Fable. bound to find Fable. anything and Fable. everything that you Dankeschön. love and want to Oh, do, Fable all wäre under one nice. roof. So go Der check it Trailer out. war Ob was nice. das bekommt? See you there. Die Gamescom Denkst du nichts bedeutet Böses? für Siehst du mich diese persönlich Fehde hier nichts rumfliegt und wird sogar im Fressen von Es dem ist nicht Frosch? nur ein Urlaub. Das war so Es ist gemein. jedes Mal ein Recht so. Riesenabenteuer. Jeder einzelne Messetag ist speziell. Ach du Man Scheiße. weiß nie, Wo was kommt Ah, der her? Schweizer. Ich habe so viele lustige und tolle Dinge erlebt und möchte keine Sekunde davon missen. Was war die schönste Erinnerung an die Gamescom? Als ich mit meinem Rollstuhlfahrer, der ist jetzt schon über 60, den habe ich mitgenommen. Boah, Der war ganz also wenn der kein begeistert, Schalke ist, weiß ich auch von nicht. dem Xbox-Stand. Alles war ebenerdig. Er sieht jetzt so aus wie ein Schalke. Boah, ist ja übel. Das Oh, Team vor Ort Gorilla war is coming klasse. back. Die waren total
Ich habe auch mal Fokushila getragen. Echt super geil. So ungefähr 3 Stunden oder so und dann wurde ich wieder zum Friseur geschleppt. Und es gibt jede Menge Gründe, warum ich Gamescom liebe. Das fängt mit den Games an, geht über Merch, Loot, über das Cosplay und hinaus zu meinen Freunden. Gamescom ist für mich das Event im Jahr, wo ich die meisten meiner Die hat das Halo-Schwert. Freunde wieder treffen kann. Wir sind mittlerweile eine doch Stimmt, große ja, Familie hat und sie. ich freue mich jedes Mal darauf, sie wiederzusehen. Und ein Master Chief, der ihren Controller hält. Finde ich cool. Ui, So, ab 18. geht's. 18 plus. Gebirges abschalten. Wieso? Was? Flugsimulator ist ab 18? Was? Natürlich kannst du in Gebäude reincrashen. Terroranschläge. Ich wollte gerade sagen, kannst du Terroranschläge üben. Ist immer sehr akkurat, das Fliegen im Simulator. Der Gamescom 2021 Xbox Stream. Yeah. Jetzt kann ich die Untertitel wieder anmachen, ja? Ja. To share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Oh, 3 Spiele, we'll wow. take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Playground Games' vision of Mexico is Oh, das sah halt sehr, sehr gut aus. And we'll be getting our first look at the cover car for the game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters that you see piled up on the sidewalk. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on twitch.tv/Xbox. Let's get started with Techland and their upcoming zombie parkour sequel, Dying Light 2: Stay Human. Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer. And this is David Lubryka, Mir gefällt die Box in seinem Namen. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last few years. We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous streets. Ob wir die Tokyo Game Show anschauen werden. Haben wir letztes Jahr gemacht. Also sehr populär. Die kommt normalerweise so September rum. Sache ist nur, die Tokyo Game Show ist sehr... Halt, wie die Asiaten es präsentieren. Sehr, sehr, sehr viel Gelaber. Es ist sehr hart, darum zu sitzen, die ganze Zeit das anzuschauen. Sie ist halt sehr eigen. Sehr eigen. But it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, aber da, wenn was Gutes angekündigt wird im Vorfeld, dass man sich anschauen sollte, warum nicht? Ja. Oh, lecker. Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Was it a little bird with a broken leg? Hope died. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. Bro, eine Feindin, Bro. Uff. Das können wir wenigstens bei solchen Texten irgendwo rauslassen. Eigentlich ja schon. So redet doch kein Mensch. Also so eine Situation ist irgendwo. I have to make a difference. Let's check and see. They say that great change is a series of small gestures. Ich hab den noch gelebt. How about this series? Boah, der hat Kräfte wie Thor, Alter. Der haut auf den Boden, alle fliegen weg.
Ja, genau. Is all hope really gone? We'll see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example by rebounding from their bodies, jumping off them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. Thank you. For the first time in the storied history of the franchise, Also im Mai diesen Jahres wurde anscheinend irgendwo eine Dying Light Platinum Edition angekündigt oder sowas. Und anscheinend wurde die von der USK nur eingestuft und kann offiziell in Deutschland offiziell erscheinen. I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Aber Newman, ja, to the stream. Dying Light 1, 2 Deutsche verboten here. anscheinend, ja. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? Das Zeug so echt so hart, As you die Leute. said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Gut, Both wenn from die auch Xbox so Sachen wie gamers and Doom from damals the press, verboten they've been haben. so gracious with their Die haben feedback. auch Gears I don't know if verboten. you know, but Flight Simulator Aber is Gears one ist of auch the ziemlich highest heftig. rated games on Xbox this year, which I Ach, think die is just gibt's nicht great mal. validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Es war halt Our usage numbers are through the roof. zu der Zeit We are absolutely shattering also schon franchise ziemlich records. heftig, And I aber wenn can man tell das you, jetzt mit there have never been more people heutigen playing Spielen Flight Simulator vergleicht, than wie right viel now. Blut So da it's an überall awesome fließt time. und wie viel That Gore is da awesome. gezeigt wird, Congratulations on the launch. Really. war das eigentlich noch milde. Ja, manche Spiele übertreiben einfach. All right. I want to go to the danger zone. Ja, ja, So setz dich what's so going on drauf. with Top Gun? There's so much going Er ist on, Paris. unsichtbar. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FA-18. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this Also dem year. Case Freund hat den ersten DLC, Teil und hat es auch mal alongside the gespielt. movie. But as the movie is still on the wraps, so are we. So I can still not Ich meine, tell es you that much heißt about nicht, it. dass ein Spiel, wenn es There's auf so dem much Index else ist, going man on, das nicht even bekommen before Maverick. kann. So, we Darf are halt nur nicht continuing to do offiziell our monthly vertrieben big werden. Man releases kann es immer noch that we've been bekommen in doing for a Läden. long time. Genau, es And heißt im next month, Prinzip on nur, September dass 7th, we are der launching Verkäufer das nicht World anpreisen Update darf, 6. dass er es hat. Und er darf es nicht offen auf der Update, Fläche stehen haben. at Im the Hinterraum beginning geht of the immer. show, if you remember, there was a Genau, little also red du plane kannst ihn flying drauf in it ansprechen, alone. Well, we did that because World und dann Update darf 6 er es dir auch updates that verkaufen, region, the aber region er of darf es Gamescom. nicht, So Germany, also er darf Austria, er keine and Werbung Switzerland. dafür machen. And what that means to us Und man darf is auch we nicht have uploaden new irgendwo aerial Gameplay oder and sowas satellite dazu. images. We have a new elevation map that helps us with the mountains, so the Alps actually look awesome now. We Oh, have tolle new Alpen. 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland.
we have Vienna and Graz in Austria. Wuppertal. And those cities look just amazing. They have like Von allen Städten, die er hätte nennen können. Wuppertal, Bro. And it's awesome. But we want to celebrate. Die Schwebebahn wahrscheinlich. So we picked 100 of the most scenic Die müssen die Schwebebahn fahrbar machen, ohne Scheiß. And we call those POIs. And we sort of spread them throughout the simulation. And we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany and Klagenfurt in Austria and St. Gallen in Switzerland. And what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights, we have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you about all the awesome places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration of DACH, of Germany, Austria and Switzerland. I'm so happy to be able to announce the date here at Gamescom. Hinkriegt, ne? Über Octopath brauchen wir nicht reden. Also die Game Engine und das ist was und alles, was in dem Spiel ist, ist wunderschön. Ja. Aber das ist auch Square Enix, die legen da enorm Wert drauf. It's really cool, but for us it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation. Es fehlt noch Final Fantasy 6 Remake mit der Engine. You actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship with flying aviation. Sometimes it's, die hatten ein Dragon Quest 3, glaube ich, angekündigt. A feat of aviation or like a local manufacturer. So we thought to ourselves, why not use these world updates to celebrate the plane? Ich glaube, es war 3. So we're announcing a new series. We call them Local Legends. And think about that as planes that are locally well known, like in that region, but outside in the world not so much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's lovingly named Tante U, so Aunt U. Tante U. And we think of us as sort of a digital preservation. So we really want to get das sieht aus wie ein Battle Bus, Alter. Detail. We're going out of our way to really go deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside, as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can do this. And then we're working with the Junkers, Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take photographs. And then we were lucky that to find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world. And he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right? Does it feel right in the air? So we're having a blast working with these experts to really bring these, to celebrate this plane, to bring them back to life. Also die geben sich enorm viel Mühe, so ein, sag mal, Gimmick-Spiel hochzuballern. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world. And it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up working with these curators of planes. These are their babies. And they sort of see the tooth of time in the real world sort of nagging on their remaining planes. And they're so happy when we come in with our scanning equipment and we're basically capturing the planes. And they know that we can digitally preserve them in perpetuity. And we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back in the history of aviation. We're also looking eigentlich bei Gamescom auch Nintendo. Ich weiß es nicht. We are working with a fascinating German company called Volocopter. And they're making an eVTOL air taxi for urban traffic. So they have a vision of the future, how these drone-type machines basically connect people in large cities. We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane and their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the also Liste der Partner, die every year they put on something called existieren: 505 Games, Activision, Aerosoft, Odin Games, Bandai, so this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport Amazon Games, heißt, wir bekommen was für New World anscheinend. Ganz cool. So, Race, Speed, Bethesda, Deadlick, Epic, EA. Let's go ahead and show that. Konami, Koch Media. Nee, kein Nintendo bei anscheinend. Schade. Sega, Ubisoft, Xbox. Aber kann halt sein, dass die halt... VW? Was? Kann halt sein, dass die was
separat eigenes anzukündigen. Warner Bros. Games könnte interessant werden, wenn sie was zeigen. Ob die denn schon an dem neuen Mortal Kombat arbeiten oder an was auch mal die machen. Das wäre schön. Kann auch ein neues Injustice theoretisch sein. Man, these planes, they fly 500 miles faster than 500 miles an hour. Weil die haben bei Mortal Kombat 11 haben sie relativ zeitig das Spiel beendet von der Entwicklung. Was schade ist, weil das ganz cool an sich, aber ne? This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. Vielleicht Xenoblade 3. Was? Wir kommen auf Xenoblade 3. Nintendo ist nicht anwesend und Monolith Soft kommt nur unter Nintendo. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic. And you know I have the need for speed. Und Xenoblade 3, da gab es ein paar Andeutungen, ein paar in Anführungszeichen Leaks. Versprecher von der Sprecherin von Melia, aber das kann man nicht ernst nehmen. With Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. Game Pass. Ja, zeig mal. Ganz viele Pixelspiele. The world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Der Rocket Simulator. Gonna come back. I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into newborns again. Build a weapon, one that blows the world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Gonna come back, I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into newborns again. Also das sieht ein bisschen aus wie so ein altes Horrorspiel irgendwo. Ja. Aua. Warum reißen nicht alle Charaktere immer die Arme aus? Sony hat keinen Bock. Sony hat nichts zu präsentieren. Die haben auch ihre Konsole auf dem Markt und haben keine Spiele dafür. Was sollen sie zeigen? Sie haben halt die Konsole rausgebracht, einfach um mit der Konkurrenz mitzuschwimmen, ganz einfach. Ja, um halt irgendwo damit sie irgendwo den Weihnachtsmarkt ausnutzen können für die Leute, die sie unbedingt kaufen wollen, das war's. Age of Empires? Let's dive into the pit. Updates zeigen? Welche Updates? Uff. Boah, das macht ihm das ja noch nicht gerade Justice, ey. Nee. An die PS5 kommen wir gar nicht ran, die sind im Ausverkauf. Das stimmt nicht unbedingt. Es gibt genug Läden, die ja PS5 momentan quasi horten. Die haben die ja überall rumstehen, aber keiner kauft die. Oktober. Ah,
Was ist ein Meme? Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Eisgreen, and Adam. Ich weiß noch, als die PS4 rauskam, die war auch überall ausverkauft, aber die hatte wenigstens später zu Beginn. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that, and we've also shown a little bit of our campaigns. Ja, es ist einfach eine zu bekommen. Man muss sich nur bei eBay kaufen für doppelten Preis. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear. Mal gucken, was bei eBay dran steht für eine PS5. Okay, that's enough. So, what we brought today is Boah, we 200 have Euro these mehr. wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing and just from medieval history. PS5, Disc Edition, PayPal sofort. Alles klar. Yes, we are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Excellent. Well, this I gotta see. Let's take a look. Der erste Age of Empire Trailer, den sie gezeigt hatten, war okay. Was the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. Das haben die einfach so gemacht. Oh, At cool. Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end, and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. Ja. Was so zum this is one of the Geil? wheels, one of 2 Hamsterrad. that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. 6 Tonnen. What's essential Damn. about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving Wenn es um Krieg geht, sind die Leute echt innovativ. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. When released, the sling whips round, vastly increasing the launch speed. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles Kann man hit damit the auch same Leute spot schleudern? every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. 150 Kilogramm so eine Kugel? Fuck. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Mit dieser Geschwindigkeit? Anything to cause maximum distress to the enemy. Ew. Das tut weh. Aber was sie mit abgeschleudert haben. Ew. It was the counterweight trebuchet's lethal Leichen. combination of power and accuracy Bienen. Stöcke? that made it the ultimate medieval siege weapon. Das ist ganz schön brutal. You know I'm gonna say trebuchet. Don't care, because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is, history is only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And
there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage on how things really worked and how things were made. And it's been delightful to kind of go through that process and, you know, get all these and finally start showing them to everyone. I love it. Now, you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of these hands-on history segments. Anything else that you can tell us fans about what we can expect, looking forward to? Any favorites you got coming up? Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think my personal favorite is one called Medieval Surgery. Okay. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, you know, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, you know, like illuminated history and falconing and, you know, like horse taming, armor creation. And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign, in the game. I mean, es ist immer voll cool, diese ganzen Mittelalter-Strategiespiele und so weiter, wo sie sich da richtig reinfuchsen in die kleinsten Themen. Wie akkurat die das machen. Das ist heftig. So great to see this approach being used in a hands-on history kind of segment. But I mean, what was that approach like to sort of, you know, sell going forward, especially since it's such a unique in-game experience? Well, the cool thing was it was there from day one. It was one of the things I was really selber war eher so der wanting to do, was try to Siedler-Typ. tell these stories in a different way. But I'll tell you, like full disclosure, it's been insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're like we're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun, and finding that middle ground has been really challenging. And you know, every time we've tried to show, we've shown the campaigns, or we've shown these hands-on histories, I've been like, oh god, it's gonna work? Like, people gonna like this? And the great thing is so far, everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great, and it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? But yeah, it's been a journey, you know, to get all this done and put the whole game together. Well, I love that you mentioned Journey because we are coming towards the end of this development journey for Age 4. Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4, and you're all chomping at the bit. Oh, well, you know, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title, and if you're really, really excited, right now you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day one, Xbox Game Pass for PC as well, so anyone that's on that can just grab the game and start playing. Game Pass, Alter. But yes, I believe you are a part of something very special. Yes, so Gamescom. Kann man nicht sagen, dass es unnötig ist, der Game Pass, ist so gut. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're a fan, you might. Der ist ja wieder für €1 oder so verfügbar, ne? A bit of a tease from Mr. Ice Green. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks ich zumindest gesehen gehabt auf der Webseite von denen. October 28th. So für neue Abonnenten Now we have tons coming up here today, including a new Wir hatten auch einen, der aktiv war für Leute, die den schon mal hatten. With our friends at Playground Games, but now let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, it's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. So when I think about cloud and when I think about gaming, braucht those die two Xbox things together to Cloud? really show you the future, where Was you can pick up something and you das can hab play ich it jetzt auch nicht anywhere so and ganz you can do it verstanden, warum. quickly. Weil du dann direkt das Spiel spielen kannst, was du spielen willst und nicht erst warten musst, bis es installiert ist.
oder so. Cloud gaming is phenomenal. That's pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Das verstehen wir trotzdem nicht. Also wenn man sich ein Spiel runterlädt, dann hat man doch eigentlich eine relativ stabile Verbindung und eine starke Verbindung, damit man halt das Spiel installieren kann. Und die brauchst du, weil sonst kannst du Cloud Gaming sowieso nicht nutzen, wenn deine Internetverbindung scheiße ist. Oder nicht. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff you need with cloud gaming. Oh, 60 frames? That's actually very smooth. The process itself to get into cloud gaming feels like you're playing aber wir wissen ja, das console, wird sowieso nicht funktionieren hier. You press play. It's so easy nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. Runterladen über Stream. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the Stream ist besser als runterladen? of having to be on a specific platform or a specific console. Play on PC and mobile, and now on Gen 8. Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9. Ich meine, gut, wenn man nicht den Speicherplatz hat, dann ist wahrscheinlich Stream besser als runterladen. Das wäre der einzige Grund, den ich sehen würde, dass sich das lohnt. Oder man will es instant spielen und das Ding ist irgendwo 100 GB groß. There's so much opportunity when it comes to thinking about how we can make content more readily available and let people play where they want to. Dann wird es halt auch wieder Sinn machen. I'm ready for cloud gaming right now. Let's do it. When's the release date? Zum Beispiel an Call of Duty denken. Oh Gott, hör mir auf, ey. Wie groß das ist. Warzone, Alter, 30 GB Patch alle 2 Wochen oder so. Speicherplatz kann man erweitern? Ja. Mit Memory-Karten. Optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X, with beautiful and rich visuals thanks to the addition of ray tracing and improved materials. Da kam vorhin die Frage auf, wegen PS5 kaufen. Wann würde man sowas machen? Wenn ein Spiel kommt, was einen interessiert, ne? Do yourself a favor. Grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Ich würde sagen, wenn du halt mindestens 2 oder 3 Spiele hast, die du halt wirklich auf dieser Konsole spielen willst. Team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, für ein Spiel 12 minutes and the big con. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. Also wenn die Sachen angekündigt sind und du weißt, du willst auf jeden Fall spielen und wirst sie spielen, nimm mit. Aber wenn irgendwo ein Spiel angekündigt ist und du hast keine Ahnung, was sonst so drum existiert, was interessiert, dann mach dir bewusst, dass du vielleicht so um die 600 € zahlst für ein Spiel. Das hat halt viele Leute in den Arsch gebissen, damals war der Wii U auch unter anderem. Well, right you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. Der Kult der heiligen Detonation? Holy detonation is life. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Lecker. Ja. Oh, eine Atombombe. Lecker. The holy detonation's life-giving glow should be shared with everyone. Haben wir das nicht vorhin gesehen gehabt? Weiß nicht. Das war ja. Wir haben ja vorhin gegessen gehabt und da hat Manny das kurz angemacht gehabt. Und da lief halt ein Spiel. Das sah halt genauso aus wie das jetzt. Es kann sein, dass sie es in der Vorschau irgendwo gezeigt haben. Das kann gut sein, ja. With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age. PS5 hat halt Horizon Zero Dawn.
we're talking with Also Horizon. Game Director David Rogers. Wer ist der neue Teil? Thank you for joining us. I'm super stoked to Forbidden be here. West, ne? So in the trailer we saw that the DLC Genshin, aber Genshin hast du auf anderen Plattformen auch. Und Sword Art Online hast du, glaube ich, auch noch auf anderen Plattformen. You guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Also hättest du theoretisch nur ein einziges Spiel. Hinzu kommt halt auch, dass halt nicht jeder halt Horizon halt mag. Alter, weißt du, wie der Typ aussieht? Der sieht aus wie der eine von der Kruger-Liga damals. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Wer war das Now, nochmal? this DLC is Einer von den Typen, die einen höheren Rang hatten. Now, talk Von den about that a Veranstaltern. little bit. Tell aber me keine Arenaleiter what's jetzt, ne? going Nein. on with this Irgendeiner von der DLC. Veranstaltung war What das. should we be excited about? Genau. Right, so you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, Cheyenne Mountain is this top secret military Der complex hat aber buried denselben deep in the heart of fucking Cheyenne Mountain in the middle of Pferdeschwanz hinten. Colorado. It's designed to outlast Blah. a nuclear winter. Yeah. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Yeah. And you know, Sie these cultists verehren are eine insane, fucking they're Atombombe als mutated, Gottheit. they've gone totally mad, and all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous! Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past. But this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, you know, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to crack. Also man entscheiden kann, was auch immer man will. So the last expansion Alle was müssen the sterben. Battle of Steel Town, right? You had giant robots and things like that. So, you know, what are you going to do to actually top something like that? Schieß mal drauf. Right. So we wanted returning players to find Nein, something Robin, that they nicht could Fire never find Emblem. in another version or like in Genealogy previous of the versions Holy Wasteland War. 3. Nein. And so we built this as a Wasteland-style dungeon crawl. And in there, you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland game. That's awesome. I want to get back to the crazy cultists, but talk to me about these big boss battles. I want to hear more about that. So we took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with Tatsächlich wollten Jay und ich das gestern spielen, aber Jay ist nicht aufgetaucht. Der Sack. It's no longer you're like huddling in a corner Ich throwing weiß down es nicht, aber ich habe es going auf dem on PC. murderous Können es rampages. austesten. It's not about killing, it's about getting the job done. And Wenn so die Beta noch now, verfügbar ist. combat doesn't end until the mission is over. We send you on proper combat Sollte, missions. soweit ich weiß, You're bis zum in there, Wochenende gehen. breaking into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these Gerne testen. high-tech cultist rituals. Aber You are ich splitting your fire weiß, team and dass coordinating die like you never have had to before. Like everyone on your team has a die haben job, and I wohl really den think Dingens this is gonna take rausgenommen. old players who know Den their Local Ranger team like the back of their hands, and it's Multiplayer. gonna make them Also scratch their head LAN-Partys sind nicht and mehr really have to möglich. rethink how they go Warum about auch immer die combat das gemacht and making haben. it new, exciting, Weiß es and, nicht. and challenging in a, like, Aber mentally in online a soll way halt we noch haven't been able funktionieren. to really do before with just straight up murder combat. Aber Now, Wasteland ganz sicher has weiß a ich nicht. reputation for getting a little silly. Right. Ich wusste halt What nur, are dass sie some of the Multiplayer weird entfernt haben. characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Jetzt, wo da 3/4 da sind, kann man ja Crystal Chronicles weiterspielen. Oh. And just let them be creative and fun and silly. Like Exile's modus Mr. Crystal Chronicles operandi spielen. is if we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it. We pick up the pieces afterwards. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have Ganz fun. ehrlich, Crystal Chronicles And so we got to mag es auch explore, früher irgendwo auf like, Gamescom really für Leute letting cool you get gewesen deep sein. into this, like, weird Ja, ist genauso wie radiation cult Pokémon and let Snap you für die interact Leute with them cool and talk war. with Ja. them. And tell stories Aber- and like maybe even join Oh. them. Yeah. And so like for instance, one of the characters Oh, you meet, Himmel. one of the first cultists you meet, Die is haben this den Multiplayer slathering beast. verkackt. He's got like claws and fangs Ja, and spikes jutting indem man out. jeden He's Fuck dann drooling, viermal but he's laufen like muss. the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, Ugh. hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great. Das And wär he super gewesen. Sherpas you in and lets you meet the whole cult.
And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if Ich sag mal, das Spiel hier wäre voll gut für Robin, dem würde es wahrscheinlich gefallen. Die ganzen strategischen Sachen, die er machen muss. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly, but he's like your number one fan. And getting to build like this totally out there wild extreme character is a ton of fun to write for. It's a ton of fun to like explore like what makes this cult tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolves into this like vomiting bagpipe creature, and he has this real like kill me vibe about him. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but, you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player, say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What would you suggest for new players wanting to get into this? And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steeltown, all for a discount. Or if you have Game Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things. Ja, das haben wir letztes Mal vergessen gehabt zur E3, ja. Immer den Game Pass erwähnen, einen trinken. When can you pick up? Ja, okay. Ja, stimmt, da war was. Comes out on October 5th. We're really stoked. That is awesome. So this is the Cult of the Holy Detonation coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barish. Appreciate it. All right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem, and let's get our first look at this very special ship. I don't know. Sagt mir jetzt gerade nichts. Das ist Borderlands, oder was? Ich hab's auch gesagt. Jo. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this? Ja, wirklich jetzt gerade Guten Tag gesagt. And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all so ein unpraktisches Schild von der Farbe einfach, ja. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link, so you can probably guess the kind of activities that are involved. But if you head to Larina or any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. Kommt total viel in diesem Oktober raus. Oktober ist generell ein Monat in einem Jahr, das super viele Spiele hat. So as always, das ist quasi der Anfang von der Weihnachtsseason. Also da kommt immer eine Menge. September ist so der letzte Monat im Jahr, wo halt Totenstille ist. Ich habe jetzt gerade kurz nachgeguckt, also ich finde jetzt It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Nichts mehr zu Diablo 2 von der Beta. But now, kann sein, dass sie das schon weggenommen haben. That brings us back together.
Every unites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Nee, ich habe die Beta bei mir noch auf dem PC und ich habe den noch verfügbar. Ich habe halt gesagt, die Frucht. Ah nee, die Beta ist nicht mehr verfügbar, das Spiel ist nicht mehr verfügbar, die installieren wir noch. Genau. Mist. New weapons. Ja. Wie tötet man diesen Zombie, der nur noch zur Hälfte oder irgendwo existiert? Einmal in der Mitte kaputt hauen. Die ist. Geht sofort um. Gibt es irgendwann so... Warum gibt es eigentlich so viele Zombie-Spiele? Es gab diesen Trend vor etlichen Jahren, wo sie mit Zombie-Spielen um sich geworfen haben und es ist weniger geworden. Wie weniger. Aber die großen Spiele, die halt Umsatz gemacht haben und populär waren, die existieren da weiterhin. Und wem kann man das alles verdanken, dass die ganzen Zombie-Spiele existieren? Resident Evil. Mehr oder weniger, ja. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. Neuartige Welle an übelsten Zombie-Spielen tatsächlich ausgelöst durch Left 4 Dead. And really start exploring everything that the new map has to offer. So then would Homecoming be a sequel then to Heartland? Ich hätte jetzt gesagt, yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the 3rd part of our Trumbull saga that began with the original state of the game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover. Nein, also das würde ich generell da rauslassen aus dem Vergleich. And you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players Es gibt might die remember. Unterschiede zwischen einem Spiel mit einer übelsten Story drin, wie Resident Evil, was halt mehr Fokus setzt auf die Story und Rätsel und Zombies und so nebensächlich, die existieren einfach da. Und halt in Spielen, wo es darum geht, dein Hauptziel ist Zombie-Schlachten. Walking Dead ist 2010 gewesen. Including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So kam tatsächlich 2009 raus. From the bounty broker Ja, across hängt wahrscheinlich so all maps. zusammen. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and Aber ja, so um 2009, 2010 rum hat halt und die meisten halt angefangen mit Zombie-Sachen. Because it's absolutely an integral part to Was this ist das bei entire Google hier franchise. eigentlich And für ein Ding? State of Decay being on Xbox Game Pass, how Google-Spiele, has that Insel impacted der the community? How has that impacted the game? What Talk is to me about this? this. It's been fantastic, and you know we have an amazing Ja, guck's mal an community. hier. We love them so much. In Irgendwo. fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley Da as ist a ein map is Spiel. because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very ist exciting dies? for us to be able to Ah, say, ja, "Oh, stimmt. we did it! You get it!" Google hat ja zur And Zeit we have a irgendwie major immer so milestone ab that und we're zu so ein celebrating. Spiel State drin. of Decay 2 Ich find's cool. has 10 million lifetime players. Vielleicht kann ich die Lautstärke einstellen. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. That is Really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Thank Undead you. Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. Game So Pass? the update releases Game September Pass? 1st. It's Ah. a free update for all State of Decay 2 owners, and it's included with Xbox Game Pass. Happy homecoming. Nochmal. I love it. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley Weil to the Vampire Lost und Valley Monster gibt of es auch, Korea. nicht nur This Zombies. mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten Werwölfe struggles of und long-dead teams, and a Vampire healthy dose of hack and sind bis slash. untergegangen All this awaits in gegen Straight Blade. Zombies. Aber es gibt ja so 1 oder 2 Spiele, die gerne mal auf Vampire zugreifen. Und Werwölfe sind eigentlich immer nur die seltenen
Gegner irgendwo. What this? I don't know. Alphabet. Okay. 5 of 5 games, nice. In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, findest du Spielen cool, in Real Life, naja. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. Hello everybody, I'm Leonard Couch, Game Director at Point Blank Games. Sehr scheue Tiere. Show you Strayblade. Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, master the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the 2 key elements Gott, of dieser our game. komische Typ Let's ist dive wie so into ein the Goblin. combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. Es ist ein To achieve Souls-like. that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Akria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen sehr caves bunt für and ein winding Souls-like. canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world, bristling with adventure. Every discovery holds treasure. Find rare materials, recipes, weapons, lore pieces, and beautiful places. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemy skills stay dead, new foes invade camps that you weakened, and when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for big boss fights. Grau, braun und rot. Ja. We hope you enjoyed the first look at Strayblade. Es ist eine Kombination aus einem social media channels for more information. Souls-like und anscheinend einem Roguelike. Next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3, now coming to Xbox consoles. Lecker. My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. Schön, dass man gerade die Controller da gesehen hat. Ich glaube, von so einem Spiel habe ich schon mal eine Sache gesehen gehabt. Dass da irgendwo einer seine komplette Familie gekillt hat. Einfach so. Weil er das konnte. Ich wollte gerade sagen. Real strategy requires cunning. Wurde gerade Zitronenkuchen erwähnt. Ich habe oben Zupfkuchen immer noch im Dingens da rumliegen.
Ach ja, apropos Zupfkuchen. Ich hatte mit dem Typen gequatscht gehabt. Und ihr müsst einfach die Typen da anquatschen bei Edeka und danach fragen. Ne? Also, Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten ob into sie es some mal weird bestellen stuff können. this past year. Weird, like Kriegen ja schließlich von einem selben Händler. Exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind Ja, of weird. die haben Which sie means auch I am nicht so hier in excited Essen for in jedem Psychonauts Laden. to finally get a Das ist sequel. komisch. It's been so Und wenn ich in die Nachbarstadt There gehe, haben die really gar is keine something Mitte. special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, Interessanterweise sind die Psychonauts eigentlich nur da originally came verfügbar, out. wo What's a different ziemlich time viele for gaming? Most of the biggest games that year were polnisch- und russischstämmige Leute Battlefield wohnen. 2, Call of Duty 2. They were great games, Irgendwo for lustig. sure. But they were all big, Weiß jetzt beefy nicht, ob shooter wir hier games. so viele Polen oder Meanwhile, Russen haben. Psychonauts had humor, whimsy, and Ja, surprisingly eine heartfelt moments. Kuchenrevolution kann man auch Oasis so starten. of Man color muss ja and keine Leute humanity umbringen für. In an era when games were increasingly turning grimy, dark, and Oder combative. doch? Not to mention having some deceptively deep character moments. Doch, doch. That's why the original is considered a Kuchen cult selbst gemacht. classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Dann geht Enjoy Xbox this und so long-awaited weiter, launch trailer gucken wir alles for an. Psychonauts. Shaw? Xbox soll, glaube ich, 90 Minuten lang gehen. 90? Passt. Ist also nicht mehr so lange jetzt. Auch knapp eine halbe Stunde ungefähr. With psychic powers, he dives into your mind. My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to Rasputin? You did what? Just no. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. Oh boy. When man misfires, turns our world on its side. Bin ich der Einzige, der mit Psychonauts nicht anfangen kann? Nee, du bist doch der Einzige. Das kann man nicht anfangen. Es ist interessant anzuschauen, aber der Stil ist irgendwo so. Ja. Genau das, genau das. Leave it to me. Ich weiß nicht, das erinnert mich ein bisschen stark an Crash Bandicoot, aus irgendeinem Grund. So vom Stil. Vom Grafikstil. Das stimmt. War das Crash Bandicoot? Well, it's clear I could not be more excited for wer ist das? Psychonauts 2 because I gotta be honest, me in that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know, the meat surface level, it is Scheiß infamous, noch it gleich. is Das brutal, ist so it is PlayStation, die difficult to say Kacke the da. least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago. Ne, doch. Tim Crash Bandicoot muss es gewesen Schaefer and sein. Lizette T-Tree Montgomery. I Ich hab am gerade an definitely Ratchet & Clank dating gedacht, myself, irgendwo, but aber you all kommt auch in dieselbe welcome Richtung Double irgendwie. Fine Productions. Thank you so much for being here, Tim. Can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lizette. Thank you. Ich sag mal so, ja, wenn ich mir die ganzen Sachen mal anschauen müsste, ja, und wirklich in die Richtung Videospieljournalismus gehe und ich dann spielen muss, dann will ich mir anschauen. Familiar Psychonauts, they still jump Fraglich, into ob ich es dann people's streamen minds. I'm würde, assuming, like aber the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso Video and machen French müsste ich. Bulldog memes. Am I correct, Tim?
Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky? And like, who would the monsters be? In Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with Xbox new levels for the second game was sehr nett und offen, was den Preis angeht. Let's talk a little bit about how that kind of mit seinen, was ist es, 300 € oder was? In the game world. Version. Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game, and the unique style as well. So we're really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. And I'm sure it's happened in Psychonauts 2. What does this mean? It doesn't mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety während die PlayStation hier mit der I don't know if you get to slap anxiety, disklosen Version 400 kostet, Xbox, machen wir mal 100 € weniger. In addition to panic warum kann man attacks, das machen? some of our old enemies Xbox have also Game come Pass. back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts and some new enemies. There's our lovely sensor. Also, some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He is our locker so Nickelodeon-Charaktere sein. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Die sehen genauso aus. Including the bad mood. Which is the electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox gar nicht Game falsch. Pass, by the way. Wink. Da könnten die gut und gerne eine Serie Tim, draus machen. Leute müssen schauen. Raz is he has some very special skills. He has two Das ist überhaupt nicht nett mit den Preisen, weil kostet immer noch 60. Nintendo-Spiele haben immer sehr krasses Preisniveau, weil sie sehr preisstabil sind. Immer schon gewesen. Die anderen Spieleentwickler, die verscherbeln ihre Spiele teilweise, wenn die Hauptkunden, die so ein Spiel kaufen, die sie schon gekauft haben, dann würden die anderen Leute das nicht mehr kaufen zu dem Preis. Also würden sie keinen Umsatz machen. Ja, hauen sie die Preise runter und damit kriegen sie noch ein paar Leute ran, die sie dann kaufen. Bei Nintendo nicht der Fall. Die Leute wissen, der Preis bleibt stabil. Der wird sich nicht groß ändern. Vielleicht ab und zu mal Angebot. Deswegen 60 € wird auf den Tisch gelegt. Und selbst nach 2-3 Jahren immer 60 €. Leute kaufen es trotzdem. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps part of a whole organization at this point. And are there other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Das eine Nintendo-Spiel in, ich glaube, 20 Jahren, was ich zurückgegeben habe. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. Ich habe Kopfschmerzen vor dem Spiel bekommen wegen der Musik. Ich weiß. Yeah, so Ern is way back to the top. Richtig schlimm. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes-wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory, how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that, and of course, as you might know already, I'm sold, but you of course already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? Hi, Roland. You can der Name, schlimm. And play Psychonauts 2 ich dann ein N fehlen würde. On Xbox Game Pass and PC. Oder there it is. L verschoben. Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for
The Gunk. The Gunk. 4K, 60 FPS. Ach ja. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. The gunk's eating everything here. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Please, Bex. Bex? Bier? Wo? Erstmal ein Jever. Prise Scherb. Eieiei. Nope. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite. But let me just say, it is so cool to say Decade 2 is expanding Trumbull Valley. Ich trete dafür jetzt nicht ein, das war gemein. Great job on that flight. Nein, nur wenn die es I mean, tatsächlich talking to sagen. Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. Breath of the Wild damals auf der Wii U But it's not the same as talking war to the okay. creators. Just trust me when I tell you. Be excited for Psychonauts Hat halt 2. noch I will ein say this as paar well, I am excited to Probleme see gehabt, even more of Psychonauts 2 on our Xbox was Performance angeht, aber sonst war es noch in Ordnung. Yes, don't forget. Xbox Plays will Ja, die recap Switch-Version all the week's ist news auch nicht throughout the perfekt week oder at rund. twitch.tv/Xbox. Hat halt auch so ein bisschen make Probleme sure gehabt. to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. Interessant aus der Controller, ja. Boah, das ist viel zu viel auf den Controller los. Ekelhaft. Weniger als manchmal mehr. Xenoblade-Controller. Ja, und der ist nicht rot. Ich sag's dir mal. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hey everyone, hey Charlie. Hey Charlie, Hello. how cool is this? Wenn du dich blond Stunning. färben Look at willst, that. aber Well, we okay, obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture gerade and noch music. geschaut, 19 literally Uhr hat displayed Xbox-Veranstaltung right heute. Absolutely, it just feels like ansonsten it's part of the ist Horizon Festival, like it's just nichts. dropped out of the game into your lap. Absolutely. Abgesehen von der zweiten And Tag there's so der much we do Defcom, want to aber show ich the glaube, da fans, haben wir and it's been gerade quite irgendwo. difficult to decide where to start. So can you Naja. maybe tell us a bit more about the game? Sure, yeah. Morgen So, wird Forza interessant, Horizon ab 5 20 is Uhr. bringing the Horizon Gamescom Festival's unique Opening brand Night of live. fun and freedom to beautiful and 2 vibrant Stunden Mexico. lang.
Players are going to set out Um die across the 30 largest, Spiele werden most diverse gezeigt, open world we've ever Weltpremieren. built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Das Vorprogramm startet and eine halbe people Stunde think that vorher. Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? Und That's um right. 22 Uhr ist dann ein zweistündiges Aftershow-Format. Oh, toll. It also has vast canyons, hidden temples, Keine Ahnung. awesome, beautiful Noch mehr historic Spiele. cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Also ziemlich das HDR Einzige, was sky ich capture is was really interessant ist illuminate the world anzuschauen to von the der point where you Gamescom. feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series Danach X sind and S, irgendwelche ray tracing is Veranstaltungen utilized in ein Forza bisschen Vista hier und to really make da, our cars look more aber nichts, true was to real irgendwo life. schreit, wir You'll encounter the announcen irgendwo große smallest of Spiele oder sowas. details as you travel throughout the world, all rendered Dafür war die Gamescom nie in bekannt. striking realism. Oh, that's such an exciting Ja, immer overview. I zum cannot wait. Antesten. And next up is something we know that Forza Meistens Horizon war es fans ja immer have so, dass definitely du been halt waiting die for the Spiele direkt most. auf der Mike, what E3 exactly is that? angekündigt worden sind. Yeah, that's right. Halt auf der We are Gamescom about dann to spielen reveal the konntest, cover of antesten Forza konntest Horizon meistens. 5, featuring the incredible Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Könnte Badlands. der Tuch-Controller sein. Let's do it, yeah. Und der Glückskratz. Hallo. Hallo. Rum. Ja, ja. Ich meine, das Spiel sieht auch super aus. Crash ihn weg. Oh. Schade. Können wir diesen Mercedes AMG bitte bekommen in Mario Kart? Bitte ja. Weil die Mercedes-Karren haben so einen geilen Sound. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Wir sind so langsam. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, that's primed for rugged off-roading across Mexico's vast terrain. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay where we're going to see both the Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. 8 Minuten, wo die pre-rendered Wege entlang fahren. Keiner trifft sich auf irgendeinem Grund mit 80 Autos oder so. Wahrscheinlich. Should we check it out? I think we should. Wäre mal eine Überraschung, wenn sie mal crashen würden. Das ist immer toll. Okay. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Shop like it's hot. Ach, nö. In dem Vulkangebiet? Ihr habt doch den mal alle. Von Snoop Dogg? Here we take control of the 2021 Ja, doch. Ford Bronco Badlands, atop the towering snow-capped Gran Caldera volcano. Ich hasse es, wenn die mit Meilen pro Stunde fahren. Das ist so ekelhaft. Kann man wahrscheinlich dann einstellen. Ja, sicher, aber es ist trotzdem voll ekelhaft anzuschauen. Ja. Ich meine, da steht dann, die fahren 107, da denkst du so von wegen, boah, wir sind langsam. Wenn man die First-Person-Ansicht darunter, ey. Aus dem Auto raus, das ist ja gar nichts.
Hey, Flugsimulator eingebaut, cool. Wenn sie ja schon promoten, ne? Na, jetzt kommt der Mercedes, ja. Ja, natürlich, der Mercedes muss das ja alles wegtrashen hier. Weg. So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican auf darüber zu reden. Theoretisch wäre ich da jetzt reingerast. Ich frage bei solchen Spielen immer, haben die keine Polizei in diesen Ländern, Alter? Ja, die machen da so viel Terrain, die machen da so viel Dingens, tiefliegendes Flugzeug und alles. In Europa würdest du so schnell auf Fressbrett bekommen, ist dann immer... Also... Nee. Jetzt in die Stoppbox rein. Oh, den Lack wird leiden. Ja. Ja, oder bei der Geschwindigkeit zu fahren, du siehst ja gar nichts. Du siehst gar nichts. Da guckst du mehr auf die Karte als auf die Straße. Ah, so schön, ready? Und noch ein Fahren, okay. Flamingos! Ja! Könnte es jetzt holprig werden? Ja, schon klar. Sehr gegen den Baum geknallt, ernsthaft? Ja. Ach, na, der Porsche. Porsche. Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Flamingos! Flamingos! Es gibt einen total dummen Flamingos-Song. Der ist total das Meme. Können wir eigentlich perfekt drüber spielen. Extra für die Strecke jetzt gerade, ja. Ja. Die Strecke gefällt mir. Tatsächlich, ja. Irgendwie sehr klassisch, arcade, rally-lastig. Cool. War da gerade ein Hund auf der Strecke? Meine ja. Oh boy. Da stehen ja die Welt, die haben da unten so ein Kackendorf und dann haben sie da oben so eine riesige moderne Brücke. So skurril. Ja, die Flamingos verscheucht. Ja, Flamingos, die fliegen, ey. Das sieht so falsch aus. Ja, was kommt denn jetzt? Bitte, der droppt ja mehr Fahrzeuge als der Battle Bus irgendwo Spiele. Ah, ist der Mercedes. Ja. Schönes Fahrzeug. Aber wie teuer ist das Ding? And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Eine Milliarde? Mercedes AMG 500.000? Schauen. Millionen?
Ja? 2,3 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer. 2,3. 2,3 ohne Mehrwertsteuer, ja. Willst du leasen? Oh, Himmel. Ich meine, als erstes Fahrzeug wäre das halt voll der Burner, ja. Aber was willst du damit machen mit dem Fahrzeug? Das ist ja nur zum Rasen gedacht. Hat das immer Kofferraum? Ich weiß, ist der überhaupt für die Straße tauglich überhaupt? Sicher. Muss er ja, der muss ja Straßen also, ne, das muss er gar nicht herstellen können. Wie schnell ist denn das Ding eigentlich so? Höchstgeschwindigkeit über 350 Stundenkilometer. Bro, what? Wie viel? Über 350. 350, ja. Ein automatisiertes 8-Gang-Schaltgetriebe. Das Ding ist eine Automatik? Uff. Thanks for watching. Yay! Forza Horizon 5, let's go stream. Nee. Beschleunigung 0 auf 100 weniger als 2,6 Sekunden. 0 auf 200 6 Sekunden. Und von 0 auf 300 11 Sekunden. Muss ich aufpassen, einmal kurz aufs Gaspedal zu treten. Im Sekundenschlaf. Ups. Ja. Heftig. Hart. Ob es ein Spiel auch ein Audi R8 und einen Lamborghini Aventador gibt? Es kommt auch an, welche Rechte sie sich geholt haben. Ja, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ja, stimmt. Die haben halt... Die nehmen halt Autos mit, wo sie können. Wenn sie reinpassen vom Aussehen her, für die ganzen Terrain-Möglichkeiten, fragen sie die Entwickler an. Und ich denke mal, die Entwickler werden nichts dagegen haben, wenn die halt Werbung bekommen für die Fahrzeuge. Immer. Kostet die halt nichts, wenn sie es eingebaut bekommen. Und Autofans, die können sich da vielleicht ein neues Auto raussuchen, wenn sie eins kaufen wollen. So einem bescheuert hohen Preis. Steuer. Wer kauft sich sowas für 2 Mille? Also, what? Die Leute, die den Xbox Game Pass haben. Ja, sparen an der richtigen Stelle, natürlich. Eieiei. Ah, muss schon richtig sparen, Ja, die Grafik von diesen ganzen Forza-Spielen und generell Autospielen, die sie da haben, sind super, aber mal super geil. Ja, ist immer auch sehr schön anzuschauen, das Zeug, ja. Das ja. Aber Das stimmt. Hei. Es ist auch anstrengend, diese Spiele zu spielen. Ist es das? Ich finde ja, weil du halt wirklich halt darauf achten musst, ob du jetzt Gas gibst oder ob du jetzt bremst. Wirklich so schlimm? Ja. Au. Du kannst halt nicht immer durchgehend Vollgas geben, das funktioniert nicht. Ja, das sollte klar sein. Das kannst du ja auch im echten Leben ja auch nicht, ne? Ja. Es wirkt halt fast wie eine halbe Simulation, kann man sagen. Oha. Oh, ich mochte die Musik. Ich will die noch mehr hören. Ja. Oh. War das Ding. Wird gefragt, ob wir jetzt noch Smash spielen oder Unite. Unite haben wir unsere Daily schon durch, also nein. Smash können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob wir es in Livestream spielen würden. Doom for Smash. Apropos Doom for Smash. Sakurai hat ein Bild gepostet gehabt, wo sich Leute darüber streiten, an was es eine Anspielung sein soll. Der hat da ein Bild gepostet
Warum war's denn? Warum war's damals? Ja. Da hat er ein schönes Bild gepostet von einer ausgestreckten Hand, die einen Daumen nach oben gibt, neben einer Metallkette, wo er aus der Lava kommt. Ist es jetzt eine Anspielung an Terminator? Oder ist es eine Anspielung an den Doom Guy? Darüber streiten sich die Leute, weil Fakt ist, es ist eine Anspielung an beides. Beide haben das gemacht. Was Dummes. Weil er macht das ja gerne so, ne? Ja, ja. Eventuell kann das auch einfach gar nichts bedeuten. Es kann nichts bedeuten, aber es könnte auch einfach sein, dass er eventuell Dinge angeschaut hat. Terminator. Oder sonst was. Hier ist die Szene mit dem Terminator und da ist eine Metallkette, die ganz da runtergeht. Genauso in der richtigen Dingens. Im Vergleich. Ich dachte, das ist eine Terminator-Anspielung. Laut dem GIF ist es definitiv eine Terminator-Anspielung. Aber das lässt die Leute spekulieren und das ist halt, warum? Aber Terminator in Smash? Hätte was. Ich meine, der ist in Mortal Kombat drin. Aber dann wieder ist es ja kein Videospielcharakter. Richtig. Nein, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Es sei denn, er will halt an Warner Bros. Rangehen für halt Mortal Kombat, aber das wäre dann wiederum... Wo man da wieder sagen muss, Warner Bros. Charakter haben wir noch nicht. Das ist wahr. Wir haben keine Warner Bros. Charaktere leider. Das ist... Naja, mehr oder minder schade, sagen wir so. Mehr oder minder. Kommt vielleicht noch. Wer weiß. Warner Bros. Ist halt ziemlich eigen. Also mit Tekken. Du mit allen Soundtracks, ja. Hatten wir ja schon. Hm? Du mit allen Soundtracks. Oh boy. Rippen Tier. Mhm. Mann. Was jetzt noch irgendwo Smash angeht, ich würde das hier als einzelnen Stream machen lassen, also stehen lassen. Und dann würde ich einfach vielleicht einen zweiten Stream anschmeißen und dann machen wir da ein bisschen online, bisschen zocken einfach. Können wir machen. Dann würde ich sagen, machen wir kurz Pause, Pipi-Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Jo. Oh, meine E-Mail-Seite ist down. Oh. Ich will gerade mal E-Mails nachgucken. Neues Design. Ekelhaft. Mag ich nicht. Also dann, bis gleich, Chat. Bis gleich. Bis gleich.